إن الحمد لله رب العالمين هو الذي جعلنا مسلمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والسلام عليكم. ترجمة. Okay. No, that's okay. Just want to make sure everybody is here. Sind alle da? No, it's not the correct translation. I just want to make sure everybody is here. Ich will sicherstellen, dass alle hier sind. If you're not here, raise your hand. Wer nicht da ist, soll seine Hand heben. Huh? Huh? MashaAllah. You're from where? Woher kommst du? Woher kommst du? This explains everything. Das erklärt alles. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us in Quran about a word called fitna. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran über ein Wort, das Fitna heißt. And fitna usually means something that's a big calamity, a major problem, big difficulties. Und Fitna bedeutet normalerweise ein großes Problem, eine große Not oder ja, Serious oppression, ernsthaftige Unterdrückung. even terrorism is Terrorismus. classified under this subject of fitna. Sogar Terrorismus fällt unter die Kategorie Fitna. There is another word that Allah uses in the Quran. He tells us about what we call ibtila, test from Allah. Und es gibt noch ein anderes Wort, was Allah subhanahu wa ta'ala verwendet. Das Wort ist Ibtila und heißt so viel wie Prüfung von Allah. In Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala tells us about that He gives this to everybody, whether he's rich or poor. Und in Surah Al-Fajr sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass diesen Ibtila jedem gibt, egal ob reich oder arm ist. فَإِذَا مَبْتَلَهُ فَإِذَا Do you remember? أَمَا الَّذِينَ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. The one who says that when he's in good shape with Allah, Allah is giving akraman. Akraman is, Allah is generous with him. Okay. Das heißt, derjenige, den Allah in einer guten Position dastehen lässt, dem hat Allah einen Karam gegeben, das heißt so viel, wie er hat ihn damit beehrt. وَإِذَا مَبْتَلَهُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُلُ رَبِّي أَهَانًا. And it means more or less that when he's having difficulty with his daily bread, his money, his things that he wants, but he's not getting it, so he said, Allah disgraced me. Das heißt, und in der zweiten Eier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass derjenige, der Probleme hat, sein tägliches Brot zusammenzukriegen oder nicht genug Geld hat für die Sachen, die er braucht, dann sagt er, Allah hat mich erniedrigt. So this is something that each and every one of us is going to be in, whether we're rich or poor, we're being tested. And either way, it's a test from Allah. Und dabei ist es egal, ob wir reich oder arm sind. Jeder von uns wird getestet und wir fallen jeder von uns unter diese Kategorie. Mit einem Ibtila, mit einem Test von Allah. But when it becomes fitna, this is something that's not all the time. This is something really big. Und wenn es Fitna wird, das ist was anderes. Das ist nicht das, was immer ist, sondern Fitna ist eine große Sache. But it's still a test from Allah. Aber es ist immer noch eine Prüfung von Allah. And it actually is a test of the Iman itself. Und es ist eine Prüfung für den Iman selbst. Allah says in Surah Ankabut, قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يدخلوا أمانة. Do the human beings think they're going to be left alone because they said I have Iman, because I believe? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Ankabut, dass die Menschen, denken denn etwa die Menschen oder rechnen die Menschen damit,
dass nur weil sie sagen, wir glauben, dann in Ruhe gelassen werden? Then Allah continues in saying that He is going to put you in fitna. He is going, he used the word fitna. He's going to put you in fitna, just like He put the people before you in the same thing, to show who is telling the truth and who are the kadhibin, the liars. Und Allah sagt danach, er wird jeden von uns in eine Fitna stecken oder reinversetzen. Das heißt, jeder wird einer Fitna ausgesetzt sein. Und dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala herausfinden, wer diejenigen sind, die wahren Iman haben, sowie die Völker vor uns auch getestet wurden. Und nur diejenigen, die diese Fitna bestehen, haben den wahren Iman. The reason we're mentioning this for you tonight is to set up in your mind to understand why we are having the difficulty and then how we should deal with the problems of people attacking Islam. Warum wir dieses Thema heute Abend ansprechen, ist aus dem einfachen Grund, weil wir werden in eine solche Situation hereingesteckt werden, wir werden so eine Situation vorfinden und dann müssen wir wissen, wie wir auf diese Situation reagieren können, was Allah von uns verlangt in dieser Situation. But always keep in mind that Allah wants it easy for you, and after the difficulty He promises ease. He says in the Quran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Und denke daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala es dir einfach machen wird. Vertraue auf ihn. Und dass, wenn eine Schwierigkeit kommt, er danach ja versprochen hat, dass es danach immer leicht wird. And He repeats it twice. Und er wiederholt es zweimal. So let us examine what some of the problems that we experience today and try to understand the difference between the daily ibtila and the real fitna. Okay, dann lasst uns jetzt untersuchen, was ist der tägliche Ibtila, also die tägliche Prüfung, und was ist die richtige Fitna? In my daily life, when I'm working at my job, in meinem täglichen Leben, wenn ich arbeite, when I'm going to school, wenn ich zur Schule gehe, when I'm dealing with the problems of my family, wenn ich mit den Problemen meiner Familie umgehe, the difficulties I experience here, this is not really fitna. This is daily things, these are tests. das heißt, diese Sachen sind nicht Fitna, das sind die alltäglichen Sachen, das sind Prüfungen. But it's still a real test, Aber es ist immer noch eine richtige Prüfung. and you get graded for it. Und du wirst dafür belohnt werden. But the fitna is something that is beyond your cope and your ability to really understand. What is this thing? This is something really big, something amazing, and this is fitna. Fitna wird es dann, wenn eine Sache so groß erscheint, dass man nicht mehr darauf klarkommt, dass man es gar nicht verstehen kann, weil es kommt und man kann gar nicht das Ausmaß erfassen. So now let us examine what's happening when people attack Islam. Deswegen wollen wir jetzt untersuchen, was machen wir, wenn Leute Islam angreifen. When somebody says that Islam is terrorism, is one example, or Islam is oppression on the women, is another example. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, Islam ist Terrorismus, oder jemand anderes sagt, Islam ist die Unterdrückung der Frau. Okay, this is actually a lie, and this is something very big. This is not something small. Das ist in Wirklichkeit eine Lüge und das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern eine große Sache. This needs an answer. Und das braucht eine Antwort. But if somebody says Aber wenn jemand sagt, that they saw Muslims doing something bad, dass sie Muslime gesehen haben, die sie etwas Schlechtes gemacht haben, it's most likely true. dann ist es wahrscheinlich wahr. But it's a different kind of test, and we need to address the problem rather than the person who's exposing it. Das heißt also, in dieser Sache geht es nicht so sehr um die Person, sondern um das eigentliche Problem, um das wir uns kümmern müssen. MashaAllah, we have to change the battery. So now let us examine what's happening when people attack Islam. Deswegen wollen wir jetzt untersuchen, was machen wir, wenn Leute Islam angreifen. When somebody says that Islam is terrorism, is one example, or Islam is oppression on the women, is another example. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, Islam ist Terrorismus, oder jemand anderes sagt, Islam ist die Unterdrückung der Frau. Okay, this is actually a lie,
And this is something very big. This is not something small. Das ist in Wirklichkeit eine Lüge und das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern eine große Sache. This needs an answer. Und das braucht eine Antwort. But if somebody says Aber wenn jemand sagt, that they saw Muslims doing something bad, dass sie Muslime gesehen haben, wie sie etwas Schlechtes gemacht haben, it's most likely true. dann ist es wahrscheinlich wahr. But it's a different kind of test, and we need to address the problem rather than the person who's exposing it. Das heißt also, in dieser Sache geht es nicht so sehr um die Person, sondern um das eigentliche Problem, um das wir uns kümmern müssen. MashaAllah, we have to change the battery. Das muss ich nicht übersetzen, oder? This is the other problem I always have. It's not you. Everywhere is the same. The microphone up and down and the batteries. Das ist das Problem, was er immer hat. Everywhere. No, it's perfect. هذا ابتلاء. Das ist Ibtila. Das ist eine Prüfung. But not fitna. It's Aber not kein fitna. Fehler, Alhamdulillah. It's ابتلاء. Das ist nur ein Test. Which one? Das? Ja. Okay. Dann lass die zweite Batterie gleich ein bisschen her. Das klingt immer noch schwach, oder? Schwach. Wieder auch nicht. Okay, bitte wieder ruhig werden. Es geht weiter. Wir haben schon eine Batterie. Wir haben eine Batterie. Okay. Stay with me. Let's really go quickly. Ready? Okay. Because of two factors, we're going to keep the program really short tonight. Wegen zwei Sachen werden wir das Programm heute wirklich kurz machen. One factor being the fact that it is getting late Weil es erstens spät wird and the temperature is a little bit above the average. und weil die Temperatur ein bisschen höher als gewohnt ist. And Muslims should avoid the fire at all times. Und Muslime sollten immer das Feuer meiden, Even hot days. So, sogar heiße Tage. alhamdulillah. So we're only going to give one example tonight. Usually I give 2 or 3 examples, but tonight I'll just give one. Heute gebe ich nur ein Beispiel, normalerweise gebe ich 2 bis 3 verschiedene Beispiele, aber heute nur ein einziges. Somebody comes to you and they say, why in Islam, blah, 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 something really bad to you. Jemand kommt zu dir und sagt, warum ist es im Islam so und so, bla bla bla, und kommt so zu dir an. What are you going to say? Was wirst du dann sagen? Somebody, here's an example. Somebody said to you, how come you're in a religion of terrorism? Why do you have to kill the people? Einer sagt zu dir zum Beispiel, warum lebst du in einer Religion des Terrorismus? Warum müsst ihr andere Leute töten? Or somebody said to you, how come you have to blow up yourself? Oder warum müsst ihr euch in die Luft springen? Or somebody said to you, what about you have to get killed so you get 72 dancing girls in the paradise? Warum musst du getötet werden und dann kriegst du 72 tanzende Mädchen im Paradies für dich? What do you say? Was wirst du dann sagen? Or in the case, and I'm going to give you this as the example, what about the age of Aisha radiallahu anha when she was married to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Deswegen werden wir heute über das Thema reden. Was ist, wenn dich jemand fragt, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha geheiratet hat, als sie 9 Jahre alt war? Because somebody can say to you, how come you Muslims can have 4 wives? Zum Beispiel kommt jemand zu euch und sagt, wie kann es sein, dass ihr Muslime 4 Frauen haben könnt? And you can say to them, how come you have no limit on how many girlfriends you can have? Wie kann es dann sein, dass ihr überhaupt keine Anzahl habt, wie viele verschiedene Freundinnen ihr habt? Unbegrenzt. But this is the wrong answer. Aber das ist die falsche Antwort. And Allah is not happy with you when you do that. Und Allah ist überhaupt nicht glücklich mit dir, wenn du sowas sagst.
So what we want to do is to do it the way Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did it. We want to do it the way that Allah is going to accept from us. Deswegen müssen wir es so machen, wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat und der Weg, mit dem Allah zufrieden ist. So there are these rules that we're going to put in front of you so you can remember these things. Very simple, very, very simple, but it will work. And we want to show you how to make it work so that you get rid of the question and maybe even they make shahada. Deswegen werden wir euch jetzt einige Regeln vorstellen, dass wenn ihr diese Regeln genau einhaltet, und sie sind alhamdulillah leichte Regeln, die man sich einfach merken kann, dass ihr diese Fragen loswerdet und derjenige, der dich fragt, vielleicht sogar Muslim wird, also Shahada spricht. And this is the other thing that always happens. Runterstellen? Wir machen das später. Yeah. Später. But the best one was when the guy came up to the table with sweets. Halwa. And he bent over and put it woohoo right into them. That's the best one. We had to throw the whole tape away. Alhamdulillah. So this is where you put guards. We're ready to start again? Können wir weitermachen? Anybody else want to walk around? Möchte noch jemand rumgehen? It's nice to know it's in every single country. Aber es ist schön zu wissen, dass es in jedem Land so stattfindet. Okay. So the rule. The first rule is when anybody comes to you and they say anything derogatory, wenn irgendjemand zu dir kommt und dich irgendetwas fragt auf eine Art und Weise, die abwertend ist oder schlecht ist, about über Allah, Allah, wa kutubihi, wa malaikatihi, wa rasulihi, wa anything that we have to have as part of our aqidah, and they're attacking any of it. Wenn sie irgendetwas angreifen, wie Allah und seine Gesandten und seine Bücher und seine Engel, egal was davon, gibt es diese Regel. Whether it's the Quran or the Prophet or the Deen itself or they attack Allah, whatever they say, what do I do? Was auch immer sie sagen, wenn sie Allah angreifen, den Propheten oder irgendetwas anderes, was tue ich dann? Here's one. Why do you worship a black box in the desert? Hier ist das Erste. Warum betet ihr eine schwarze Kiste oder einen schwarzen Würfel in der Wüste an? Here's another one. Noch eine. Why do you kiss the ground 5 times a day? Warum küsst ihr den Boden 5-mal am Tag? What do you say? Was sagst du denn? Watch. Number 1, right there. I'm going to say it, you give the answer. You ready? Okay. You can handle this? I hope so. You're part of the deal now, huh? Okay. Not just a translator. Yeah, I know. You got it? Inshallah. Okay. So how come you Muslims worship a black box in the desert? Thank you for asking me about my religion. Translation. Okay. Yeah, but you said I should say. So, wenn jemand zu euch sagt, wie kommt es, dass die Muslime einen schwarzen Stein oder eine schwarze Würfel in der Wüste anbetet? Why do you Muslims kiss the ground 5 times a day? Warum küsst ihr Muslime den Boden 5-mal am Tag? Thank you for asking me about my religion. Danke, dass du mich über meine Religion befragst. Got it? Habt ihr's? And smile. Und lacht. This makes them crazy, wallahi. Das macht ihn verrückt, wallahi. They'll be majnoon, no joke. They'll be like, "Buh." Er wird verrückt sein, er wird abgehen. Because they come like, ha, 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 ha. And you say, thank you for asking me about my religion. Er kommt dann, hö, 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 und du sagst einfach nur ganz locker, danke, dass du mich über meine Religion befragst und lachst. Ja, you said that. Now, what will happen in his head? Was wird jetzt in seinem Kopf vorgehen? You are going to mess his brain up. Du wirst sein ganzes Gehirn durcheinander bringen. Because he thinks he's going to make a problem with you and he thinks you're going to fight with him.
Denn er denkt, er wird ein Problem mit dir anfangen und du wirst mit ihm kämpfen. And you said, thank you. Und du sagst Danke And you smiled. und du lachst sogar noch. So now, because you said, thank you for asking me about my religion, you are now in control of the conversation. Denn wenn du zu ihm sagst, danke, dass du mich über meine Religion befragst, kontrollierst du ab jetzt die Diskussion. Because you asked me, Weil du mich gefragt hast, so I need to answer. also muss ich antworten. Right? Richtig? You can even ask, would you like to have a cup of tea? We can sit and talk about it. Du kannst sogar sagen, möchtest du eine Tasse Tee haben? Wir können uns hinsetzen und darüber reden. Or you just want the quick answer. Oder willst du eine schnelle Antwort? Now what? You turned it into a question on him. Du hast es umgedreht zu einer Frage zu ihm. You like to sit together, we can discuss this, or you just want the quick answer? Was von beiden willst du haben? Wir sitzen zusammen und reden darüber oder willst du die schnelle Antwort haben? He's going to be going, Translate. Er macht das, was er gerade gemacht hat. Yeah, we want the real translation. We want the, Alhamdulillah. Alhamdulillah. All right. Now we come to these two things together. Two things that we have together. Because he has to listen. Either he said, no, I just want the fast one. You still got him because he has to stay and listen to this. Du hast eins von beiden. Und selbst wenn er jetzt sagt, okay, ich will die schnelle haben, hast du ihn immer noch dran, er muss es sich jetzt anhören. You say to him, there are two important things you need to know before I give you the answer. Es gibt zwei wichtige Sachen, die du wissen musst, bevor ich dir überhaupt die Antwort geben kann. The first is truth. Das erste ist Wahrheit. I cannot lie as a Muslim because if I do, I'm not a Muslim if I lie. Ich kann nicht lügen, wenn ich Muslim bin, denn wenn ich lüge, bin ich kein Muslim. So I have to tell the truth. Deswegen muss ich die Wahrheit sagen. Even if it's against me and against my family, I still have to say the truth. Selbst wenn es gegen mich selbst ist oder gegen meine Familie, immer noch muss ich die Wahrheit sagen. If I lie, I'm not Muslim. Wenn ich lüge, bin ich kein Muslim. He'll be surprised. Er wird überrascht sein. Because in all religions, they know there's some, bending of the truth. Denn sie wissen, dass es in jeder Religion eine Art Krümmung gibt in der Religion. In der Wahrheit. Eine Krümmung in der Wahrheit. They can justify their untruths. Sie können alles bestätigen oder sie können alles nachweisen von ihrer Unwahrheit. By the way, I live in Washington, D.C. Übrigens lebe ich in Washington, D.C. They never say that somebody told the lie. Und sie sagen nie, dass jemand eine Lüge erzählt hat. They say he may be guilty of a few untruths. Er könnte schuldig sein wegen einiger Unwahrheiten. They make up their own word for it. Sie haben einfach ein neues Wort dafür erfunden. Now, the second thing is, we tell them that after the truth, we have the proof. Danach erzählen wir ihm, dass wir nach der Wahrheit den Beweis haben. Because everything about Islam is preserved. If I tell you anything about the Quran, you can check it out for yourself. Denn alles, was über Islam handelt, ist erhalten geblieben. Das heißt, alles, was du mich über den Koran fragst, kannst du selber nachschauen. There's only one Quran Es gibt nur einen Koran in the entire world. auf der gesamten Welt. It's in the Arabic language. Es ist auf der arabischen Sprache. There's no two versions or three versions or King James version. There's only one Quran. Es gibt nicht zwei Versionen, nicht drei Versionen. Es gibt nicht die King James Version. Es gibt nur einen einzigen Koran. Like we don't have Malik Fahid version. We have only one. Wahid. Wir haben nur einen. And anything about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is also authenticated, and we know what he said, and we know what he didn't say, we know what he approved, we know what he didn't approve. Und alles, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat oder was über ihn handelt, ist alles erhalten geblieben und es wurde alles eingestuft. Und es ist klar, was er bestätigt hat und was er nicht gesagt hat, was er gesagt hat und wogegen er war.
If somebody said Prophet ﷺ used to eat khanzir, we'd say, la, this is impossible. Wenn uns jemand erzählt, der Prophet sallam hätte Khinzir gefressen oder gegessen, sagen wir, das ist unmöglich. Das heißt Schwein, normalerweise. Show us any place in the history from authentic books, you can't. Zeig uns irgendeine Stelle von den authentischen Büchern der Geschichte, du wirst es nicht finden können. So what we know about Rasul ﷺ was told at the time, recorded at the time, passed down until now, and there's no two versions of that either. Und außerdem ist alles, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, wurde zur damaligen Zeit, zu seiner Zeit aufgeschrieben und wurde zu seiner Zeit weitergegeben und ist bis heute erhalten geblieben. Und es gibt auch keine zwei Versionen der Sunna. We don't have two versions of Bukhari. Wir haben keine zwei verschiedene Versionen von We Bukhari. don't have two versions of Imam Muslim. Und wir haben keine zwei Versionen von Imam Muslim. It just doesn't work like that. Das geht einfach nicht. Now, so this establishes two things. We have to say the truth, and there's proof to back up what we say. So you don't have to doubt when you ask the real Muslim, you don't have to doubt, you're going to get the right answer. Dadurch haben wir zwei Sachen etabliert. Das heißt, wenn er die Wahrheit sagt und immer mit Beweis spricht und das ein wahrer Muslim ist, wirst du immer die richtige Antwort von ihm kriegen. So you asked me a question, Du hast mir eine Frage gestellt. and you deserve the right answer. Deswegen gebührt dir auch die richtige Antwort. And God has guided you to come to me so you can hear the right answer. Und Allah oder Gott hat dich zu mir geführt, um die richtige Antwort zu bekommen. So I'm very proud of you Deswegen bin ich sehr stolz auf dich, for being guided by Allah. dass du von Allah recht geleitet wurdest. Think what you just told him. Überleg mal, was ich ihm gerade erzählt habe. I'm very proud of you. Ich bin sehr stolz auf dich. Allah guided you to come to me to get the right answer. Allah hat dich zu mir geleitet, damit du die richtige Antwort bekommst. So how can he be my enemy now? Wie kann er jetzt noch mein Feind sein? He doesn't even want to be my enemy. Er will gar nicht mehr mein Feind. Maybe he wants to run away. Vielleicht will er weglaufen. But for sure, this is not what he thought was going to happen. Aber das ist mit Sicherheit nicht das, was er dachte, was eintreffen würde, was passieren würde. Somebody comes to you and says, you must answer this question, yes or no. Jemand kommt zu dir und sagt zu dir, du musst diese Frage beantworten mit Ja oder Nein. You say, okay. Okay. Is your mother out of jail yet? Ist deine Mutter schon aus dem Gefängnis raus? My mother's never been in jail. Meine Mutter war nie im Gefängnis. Yes or no? Ja oder nein? But she's never been in there. Aber Yes sie war doch niemals... or no? Ja oder nein? You don't know my mother. Yes or no? Du kennst doch meine Mutter. Ja oder nein? Is your mother out of jail? Ist deine Mutter schon aus dem Gefängnis raus? Yes. Ja. I'm glad she got out. Da bin ich aber froh, dass sie draußen ist. So you can't win because the question is wrong. Du kannst nicht gewinnen, weil die Frage falsch ist. Now right here is when he's going to realize that that's true, that there are a lot of questions that have statements. And he's going to realize, oh, maybe I didn't say the right thing. In diesem Moment wird er verstehen, dass tatsächlich viele Fragen gar keine Fragen sind, sondern nur Aussagen mit einem Fragezeichen. Und der jetzt gemerkt hat, was eine richtige Frage ist. Now here's the fifth point. Hier ist der 5. Punkt. Is that good translation? Ich glaube so. If, you're telling him this, if you hear something in my answer that you like better than what you already have, are you going to be in a position that you can change for the better? Wenn du in der Antwort, die ich dir jetzt gebe, etwas findest, was dir gefällt, sogar besser als das gefällt, was du vorher gedacht hast, bist du dann bereit, deine Meinung darüber zu ändern? Wenn du in der Antwort, die ich dir jetzt gebe, etwas findest, was dir gefällt, sogar besser als das gefällt, was du vorher gedacht hast, bist du dann bereit, deine Meinung darüber zu ändern?
Do you understand what this means? Habt ihr verstanden, was das heißt? If at any time he says he likes part of the answer, Wenn auch, he has to leave what he has for what we have. wenn auch immer ihm irgendetwas gefällt von deiner Antwort, muss er das lassen, was er vorher gehabt hat, und muss das annehmen, was du gesagt hast. Now this is based on a principle in Islam. Und das basiert auf einem Prinzip im Islam. The Muslim must always leave what is not as good as what something is better. Der Muslim muss immer das, was nicht so gut ist, weglassen für eine bessere Sache. So we're ready to go to any religion if it's better than Islam. Und wir sind bereit, zu jeder Religion zu gehen, wenn sie besser ist als Islam. Provided it has two things, Solange zwei Sachen vorhanden sind. truth and proof. Wahrheit und Beweis. Right or wrong? Richtig oder falsch? Okay. Now, I want to answer your question for you. Okay, ich will deine Frage beantworten. Now he's stuck. He's got to stay and listen. He listened to your whole, you give him a khutbah just now. Jetzt klebt er fest. Jetzt muss er bleiben und du kannst ihm jetzt eine Khutbah, eine Predigt geben. So you ready for your answer? Bist du bereit für die Antwort? Keeping in mind, if you like what you hear better than what you know, you will leave that and you go with what's better. Und sei dir nochmal sicher, dass wenn du die Sache, die du jetzt hörst, besser findest als das, womit du gekommen bist, dass du diese neue Sache akzeptierst. Okay. Okay. Now, everybody understand how it works? Hat jeder verstanden, wie es klappt? Wie das funktioniert? Because I want to do it really quick when we give the example. Denn ich will es sehr schnell machen, wenn wir das Beispiel geben. A man walks up to you. You a Muslim? Ein Mann kommt zu dir und sagt, du bist ein Moslem? Yes. Ja, bin ich. You have to translate all of it. Yes? Yeah. Also, I know. Very good. Sehr gut. Yes. Okay, I want to ask you something. okay, dann will ich dich was fragen. How come you in a religion where a man 53 years old has sex with a 9-year-old girl? Wie kann es sein, dass du in einer Religion bist, wo ein 53-jähriger Mann Sex hat mit einem 9-jährigen Mädchen? What are you going to do? Was machst du jetzt? What are you going to do? Was machst du jetzt? Remember? Erinnerst du dich? Huh? Thank you for asking me about my religion. Danke, dass du mich über meine Religion befragst. Yeah? Okay. Because you make yourself answer quickly, so you don't show this in your face like, you know, that's shaitan. Shaitan. Don't listen to shaitan. Thank you for asking me about my religion. Das heißt, du hast jetzt eine schnelle Antwort parat. Sobald er kommt, drehst du nicht durch, wirst nicht wütend und sagst, am liebsten würde ich jetzt. Nein, du bleibst cool, denn das kommt vom Shaitan. Er will dich nur dazu verlocken, das Falsche zu machen, sondern du sagst, danke, dass du mich über meine Religion befragst. You see, Islam is based on two important principles. Du siehst, dass Islam auf zwei wichtigen Prinzipien First gebaut is ist. truth. Das erste ist Wahrheit. I have to tell the truth, Ich muss die Wahrheit or sagen. I'm not a Muslim, Oder ich bin kein Muslim. and I can go to hell forever. Und ich könnte für immer in die Hölle gehen. And I don't want that. Und das will ich nicht. And the second thing is proof. Even if I told you a lie, you could find out anyway because there's only one Islam. Und das zweite ist Beweis, selbst wenn ich eine Lüge erzähle oder es falsch sage, kannst du selber nachforschen, denn es gibt nur einen Islam. So it's truth and proof. Das heißt, es ist Wahrheit und But Beweis. some questions are not really questions. They have a statement. Maybe the statement is not true. Und manche Fragen sind in Wirklichkeit nur eine Aussage und diese Aussage ist auch noch falsch. So sometimes we have to clean up the question first. Deswegen müssen wir manchmal erst die Frage aufräumen. But while I'm answering you and you're listening to the answer, if you find something that you like better than what you have, are you going to be ready to move to what is better for you? Deswegen müssen wir die Frage jetzt ein bisschen umstellen. Aber vergiss nicht, bist du bereit, dass wenn das, was ich dir jetzt sage, besser ist als das, womit du gekommen bist, dann musst du das auch akzeptieren. And I'm ready to give you the answer. Und dann bin ich auch bereit, dir die Antwort zu geben. And he goes, okay. In Ordnung. First of all, you ask me a question, I will give you the straight answer.
Als erstes stellst du mir eine Frage, ich gebe dir die direkte Antwort. This is impossible. Das ist unmöglich. This is not acceptable in Islam. Das ist nicht im Islam There's no such thing akzeptierbar. as this at all, at any age. So etwas gibt es nicht im Islam, egal in welchem Alter. There is no sex in Islam Es gibt keinen Sex im Islam, without marriage. außer mit Heirat. Ah. That's what he forgot. He said sex, he didn't say marriage. Das hat er vergessen. So listen to the question. Das hat er vergessen. Er hat nämlich gesagt Sex This is never in Islam. und hat nicht gesagt Heirat. Das This heißt, is big haram. Big forbidden. Verboten. verboten. You know this? Verboten? Yes, of course. Das heißt, so eine Sache gibt es nicht im Islam. Haram, Das ist brother. haram. Mein Bruder, das ist verboten. And so he'll start going, Dann fängt er an, Now, maybe he will ask you, how could a man 53 years old get married to a 9-year-old girl? Maybe say it this way. Vielleicht könnte er auch jetzt sagen, wie kann ein 53-jähriger Mann eine 9-jährige Frau heiraten oder ein 9-jähriges Mädchen? Say, do you know where the story comes from? Wisst ihr, woher diese Geschichte kommt? He goes, a website. Von einer Internetseite. Say, all the websites are true? Sind denn alle Webseiten richtig? Do you know where it came from, what language? Weißt du, aus welcher Sprache das kommt? He doesn't know. Er weiß es nicht. So, let me help you. Lass mich dir helfen. As I said, we have the proof so you can look for yourself. If you know Arabic, you can see it and read it. Das heißt, wir haben den Beweis, du kannst es selber nachschauen. Wenn du Arabisch kannst, nimm die Bücher, lies einfach. Do you know Arabic? Kennst du Arabisch? He doesn't know Arabic. Er kennt kein Arabisch. Okay, let me help you. Okay, ich helfe dir. We have something called hadith. Wir haben etwas, das heißt Hadith. And when the hadiths are, how do you say sahih Authentisch. in German? Authentisch. Authentic? Ja. So we have what we know is true, just like I told you. We can show you what it says. Das heißt, wir haben etwas, das heißt Hadith. Und wenn es authentisch ist, also richtig ist, dann haben wir einen Beweis. Prophet Muhammad, peace be upon him, he got married not until he was 25. Und der Gesandte Allahs, Mohammed, auf ihm sei Segen und Frieden, hat nicht geheiratet, bis er 25 Jahre war. You have to wait till they take the child out. Okay. Wir warten kurz, bis das Kind rausgetragen wird. We're going to have to edit the tape. Wir müssen das leider machen. We're not going to continue till they take the child out. Ja, und wir werden nicht weitermachen, bis das Kind rausgetragen ist. Wird er das Kind raustragen? Gibt es eine Mutter für das Kind? Ich glaube auch. Wenn ihr ihn kennen würdet, er wird wirklich überhaupt nicht weitermachen, bis das Kind draußen ist. You have this Barakallahu fikum. same preference. Can we do this next week? Können wir das nächste Woche machen? All right. So we explained to him that we know what happened because we have it. You don't know anything about Islam that we don't know. Das heißt, wir können sagen, wir wissen, wie es wirklich ist. Und du hast nichts vom Islam und erst recht nichts, was wir nicht sowieso schon haben. So if it's true, we have it. Und wenn es richtig ist, dann haben wir es. If it's a lie, there's going to be no reference for it. Und wenn es eine Lüge ist, dann werden wir dafür keine Angabe finden. So if it's a lie, there won't be any reference for it. Und wenn es eine Lüge ist, dann gibt es kein Vermerk darauf. And if it's the truth, we know exactly what it was and who said it. Und wenn es die Wahrheit ist, dann wissen wir genau, wo es ist und wer es gesagt hat. So now let us look to the life of Muhammad and see. He never, ever had any girlfriends.
Wir schauen jetzt auf das Leben von Mohammed und sehen, dass er in seinem gesamten Leben gar keine Freundin hatte. All the people of his time, they used to have girlfriends, they used to have sex, they did what they want to do. Nobody stopped them. Alle Leute zu seiner Zeit haben Freundinnen gehabt, haben Sex gehabt, haben gemacht, was sie wollten und keiner hat sie aufgehalten. They thought he was strange because he didn't do this. Und sie dachten, er wäre komisch, weil er sowas nicht macht. He also didn't drink any alcohol. Und er hat keinen Alkohol getrunken. No wine, Kein Wein, no beer. kein Bier. They probably wouldn't even let him in Germany. Sie würden ihn wahrscheinlich gar nicht nach Deutschland reinlassen. Zero. Null. And he didn't ever say anything that was not true. He only said the truth all his life. Und er hat niemals etwas anderes gesagt, außer der Wahrheit in seinem gesamten Leben. This is from the same books where the story I'm going to tell you is coming from. Und das ist aus denselben Büchern, wo die Geschichte auch herkommt, die du gerade gesagt hast. Do you believe that a man could live to be 25 years old and he never ever had a girlfriend, never had any sex, and he never drank any alcohol and he never told a lie? Do you believe that? Könnt ihr glauben oder kannst du glauben, dass es einen Mann gibt, der 25 Jahre alt ist und niemals eine Freundin hatte, niemals Sex hatte, keinen Alkohol getrunken hat und obendrein auch noch immer die Wahrheit gesprochen hat und nie gelogen? Now, no matter what he says, then you say, Egal was er sagt, du wirst dann sagen, and he never worshipped anything other than one God, und er hat niemals etwas anderes angebetet, außer einen einzigen Gott. the God of Abraham, Dem Gott von Abraham Moses, und Moses David, und David Suleiman, und Salomon and Jesus Christ. und Jesus Christus. And he believed in Jesus as the Christ. Und er hat daran geglaubt, dass Jesus der Christ ist oder der Christus ist. And he believed Jesus is coming back in the last day. Und er hat daran geglaubt, dass Jesus am jüngsten Tag zurückkommt. This is all in the very same books. Dass er am letzten Tag zurückkommen wird. Das ist alles in denselben Büchern. Bitte wieder die Kindergeschichte. Wenn ein Kind weint, bitte das Kind rausnehmen. Barakallahu fikum. They have to take the children out. I'm not going to continue till they do it. Er wird nicht weitermachen, bis das Kind draußen ist, wie auch eben. It's not fair to the rest of us. Es ist nicht gerecht, den Rest davon zu machen. Liebe Mütter von Kindern, wenn ihr kleine Kinder habt und sie weinen, bitte tragt sie raus. Der Chef wird wirklich nicht weitermachen. Der kann hier noch bis morgen sitzen und wird kein einziges Wort mehr sprechen, solange Kinder hier weinen. Wenn ein Kind weint, bitte sofort aufstehen, das Kind mitnehmen und rausgehen. Barakallahu fikum. You see what happens? We're broadcasting this. And there are a lot of people watching this, they're not Muslim. They hear babies crying, they're going to say, oh, they're torturing their children. Ja, das heißt, dieses ist eine Live-Übertragung und viele Muslime auf der ganzen Welt sehen das jetzt. Und jetzt werden die sagen, hört, wie die Kinder im Hintergrund schreien, die Muslime quälen ihre Kinder. Ja, So we don't want to interrupt the program with these distractions. deswegen dürfen wir nicht das Programm unterbrechen mit solchen Sachen. Now we come back to the subject. We're explaining to them who is Muhammad. Weiter zum Thema. Sallallahu alaihi wasallam. Wir erklären Ihnen jetzt, wer ist Muhammad sallallahu alaihi Do wasallam. you believe such a man could live to be 25 years old and he never ever had any girlfriend, he didn't drink any alcohol, he never told a lie, and he always worshipped the one God? Do you believe such a person could live? Kannst du dir vorstellen, dass es einen Mann gab, der niemals bis zu seinem 25, also der niemals Sex hatte und also Sex im Sinne mit einer Freundin und keinen Alkohol getrunken hat und niemals gelogen hat und einem einzigen Gott gedient hat? Kannst du dir sowas vorstellen? Even the best priest in the church, if you ask him, he will have to admit the truth. He can't say he never told a lie. Selbst der beste Priester in irgendeiner Kirche, wenn du ihn fragst, dann wird er nicht sagen können, dass er niemals gelogen hat. So if it's Christianity, they will have to say he's at least a saint. Und wenn wir das aus christlicher Sicht betrachten, dann sagen wir, ist er nicht mindestens ein Heiliger? Or maybe he's even like the Pope. Oder vielleicht ist er sogar wie der Papst Or better. oder besser. Maybe you'll even make him the son of God. Vielleicht macht ihr ihn sogar zum Sohn A'udhu Gottes. billah. A'udhu billah. So do you believe such a man existed?
Kannst du dir vorstellen, dass es so einen Mann gegeben hat? Because if you say no, then you shouldn't believe anything else from these same books, because that's where it's coming from. Wenn es so ist, dass du sagst, nein, an sowas glaube ich nicht, dann darfst du auch an überhaupt nicht solche Bücher denken, an solche heiligen Bücher. How do you take some evidence from one source, but you reject others? Wie kannst du von derselben Quelle die einen Beweise annehmen und die anderen Beweise verwerfen? And especially, how do you accept only bad? You can't accept something good. Und wie kannst du nur das Schlechte akzeptieren, aber nichts Gutes? Huh? Hä? No, he doesn't know what to say. Jetzt weiß er nicht, was er sagen soll. But never mind, you don't have to answer me, because you asked me a question, I'm giving you an answer. Aber du musst mir nicht antworten, weil du eine Frage gestellt hast und ich antworte gerade. Let me tell you where the answer is. Ich werde dir sagen, wo die Antwort liegt. It's in the most famous of the collections of all of the authentic stories of Prophet Muhammad, peace be upon him. Es ist in der authentischsten Sammlung von Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. And it comes to us on the authority of his wife Aisha. Und es kommt von uns zu uns auf Berufung seiner Frau Aisha. So we know who said it. So wissen wir, wer es gesagt hat. We know all the details. But the question is, do you believe it? Und wir kennen alle Details. Jetzt ist die Frage, glaubst du das? Do you believe her? Glaubst du ihr? Do you believe everything she said? Glaubst du an alles, was sie Or gesagt hat? just some of what she said? Oder nur an einiges? He doesn't know how to answer. Er weiß nicht, wie er antworten soll. Because she also only worshipped one God in her whole life. Weil auch nur sie einen einzigen Gott in ihrem Leben angebetet hat. And he said about her, she was his most favorite. Und er hat über sie gesagt, das war seine Lieblingsfrau. What do you say? Was sagst du jetzt? He doesn't know what to say. Er weiß nicht, was er sagen soll. Now let's look and see what we know. First of all, he got married when he was 25. Jetzt müssen wir schauen, was wissen wir schon über ihn. Er hat das erste Mal geheiratet, als er 25 war. And how long was he married? Und wie lange war er verheiratet? To Khadija. Mit Khadija? You know? 25 years. So he was not married 25 years, never had a girlfriend. Then he got married and was married to her 25 years, and still he never had a girlfriend. Er hat erst mit 25 geheiratet. Und seine Frau, mit ihr war er 25 Jahre verheiratet und hatte auch in dieser Zeit niemals eine Freundin. One wife. Eine Frau. And when he was 50, she died. Und als er 50 war, ist sie gestorben. His wife died. Seine Frau ist gestorben. Did he get a girlfriend? Hat er eine Freundin gehabt? Nope. Nein. He was offered several women in the community to get married to. Ihm wurden mehrere Frauen aus der Gemeinde angeboten oder aus der Gemeinschaft, die er heiraten konnte. One of them was a young girl because it was the custom of the Arabs to get a child married at any age. Und eine von ihnen war ein junges Mädchen, denn es war von den Bräuchen der Araber, dass man ein junges Mädchen verheiraten kann, egal wie alt sie ist. And one of them was an older woman, and one of them was a big woman. Big woman. Eine von denen war eine ältere Frau und eine andere von denen war eine große Frau, breite Frau. He did not choose the young girl. Er hat nicht die Junge genommen. This is in the same books. Das ist im selben Buch. He chose the big one. Er hat die große genommen. Maybe somebody else wouldn't marry her, but he married her. Jemand anderes hätte sie vielleicht nicht geheiratet, aber er hat sie geheiratet. Did you know that? Wusstest du das? Of course he doesn't know that. Natürlich wusste ich das nicht. Now let us come to the story that Aisha herself tells us. Und jetzt hören wir die Geschichte, die Aisha uns selber erzählt. She says that she was a child outside playing in the dirt. Sie erzählt, wie sie ein Kind war und sie spielte draußen im Staub. Now, did you hear any sex in the story yet? Habt ihr jetzt schon irgendwas von Sex gehört? No. Nein. And she said her mother Und sie sagte, ihre Mutter came out from the house, kam aus dem Haus raus took her into the house. und hat sie genommen, herein ins Haus. Did you hear any sex yet? Habt ihr jetzt schon was von Sex gehört? She said that her mother took her in the house to her father. Und sie erzählt, dass ihre Mutter sie mitnahm zu ihrem Vater. Her father was sitting with his best friend. Und ihr Vater saß mit seinem besten Freund.
It was the custom of the people to marry their children to their best friends or people that they had big respect for or that make something between their tribes, and age meant nothing. Und es war ein Brauch von ihnen, dass sie ihre Töchter ihren Freunden gegeben haben oder Leute, die hoch angesehen haben. Und auch deswegen, damit die Stämme untereinander verbunden werden und die Familien. Und dabei war es egal, wie alt das Mädchen war. Her father's offering her in marriage to who? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wem bietet der Vater diese Tochter an? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. And she said, then she went back outside to play in the dirt. Und dann sagte sie ging wieder nach draußen und spielte im Staub. That's the end. Das ist das Ende. Did you hear anything about sex? Habt ihr irgendwas über Sex gehört? Did you hear anything about her getting married even? Hast du irgendwas gehört, dass sie überhaupt verheiratet ist? You heard about an offer, a proposal that was not accepted by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You heard about the other side of what I told you from another hadith, which was when they offered him to get married and he said, I'll take this one, and he married the other one. Hier wird nur von einem Angebot gesprochen und ein Angebot, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar abgelehnt hat und wie im anderen Hadith aus derselben Quelle bekannt ist, dass er statt einer Jungen nämlich die große Frau genommen hat. Then, in another hadith, she said she was older. Und in einem anderen Hadith erzählt sie dann, wie sie älter geworden ist. And she was playing outside. Und sie spielt immer noch draußen. And her mother came and got her. Und ihre Mutter kommt und nimmt sie and took her in the und house. bringt sie ins Haus. And her father Und ihr Vater offered her in marriage again to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bietet sie wieder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Heirat an. And this is the time when she accepted by her silence, Und dieses Mal hat sie akzeptiert, indem sie geschwiegen hat, because she was very shy. weil sie sehr schamhaft war. Did you hear any sex yet? Habt ihr bis jetzt irgendwas von Sex gehört? So what is the matter with your brain? Also was stimmt nicht mit deinem Gehirn? Somebody is being offered in marriage and rejected, then offered in marriage again when she's older and accepted. Das heißt, jemand ist jünger oder ist jung und kriegt das Angebot zu heiraten und sagt nein, lehnt ab. Und dann später kommt dasselbe Angebot wieder und sagt ja. Hört man da irgendwas von Sex? Who was initiating the offer? Wer hat das Angebot überhaupt abgegeben? The father. Der Vater. There's no doubt about this. It is the father in both cases saying, get married to my daughter. You're my best friend. I love you. You're my prophet. Please marry my daughter. Es war der Vater, der in beiden Fällen gesagt hat, heirate meine Tochter. Du bist der Prophet. Heirate doch bitte meine Tochter. But we don't have the narrative from him in the first person because he was too afraid to narrate hadiths. And you know why? Because anybody who makes up anything, lies in a hadith, they go to hell. So this is for your benefit to understand. We don't hear Abu Bakr telling us about it, radiyallahu anhu, but we do hear Aisha telling us about it. Und wir haben zwar keinen Bericht, dass Abu Bakr diese Sache von sich aus erzählt, aus seiner Perspektive, aber das liegt daran, dass der Abu Bakr sehr viel Angst hatte, einen Hadith zu überliefern, weil er wusste, dass derjenige, der etwas fabriziert, etwas neu erfindet über den Propheten sallam, seinen Sitz in der Hölle hat. Und deswegen hört man nicht ihn sagen in den Hadithen, Abu Bakr hat gesagt, radiyallahu anhu, sondern wir hören immer nur Aisha berichtet, radiyallahu anha. If we were to tell the story from Abu Bakr's point of view or the mother's point of view, it would be a little different. Würden wir die Geschichte erzählen vom Blickwinkel von Abu Bakr oder von der Mutter von Aisha, wäre das Ganze ein bisschen anders. Because here the mother would, first of all, the father would be saying to the mother, go get the daughter again. Weil in diesem Fall würde der Vater erstmal zur Mutter sagen, komm, hol das Mädchen nochmal. And the mother would be going out to get the daughter thinking, he better not reject it this time. Und die Mutter geht vielleicht nach draußen und würde sich denken, hoffen, es ist besser für ihn, wenn er sie dieses Mal nicht ablehnt. Because if the Prophet of Islam rejects us as our family twice in a row, oh my God, this is something bad for us. Denn wenn der Gesandte Allahs uns als Familie zweimal ablehnt, subhanallah, das ist was Schlechtes für uns. So this would be what they say in Arabic, aib, a big shame. Und das wäre das, was man im Arabischen als Aib bezeichnet, als große Schmach. Now, in the first case, the Prophet ﷺ
is letting them understand, because there's an ayah about this in Surah An-Nisa. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie beim ersten Mal gelassen, weil es darüber eine Ayah in Surat An-Nisa gibt. Chapter 4, verse 19. Das ist das 4. Kapitel im 19. Ayah. Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, you cannot inherit women against their will. O ihr diejenigen, die ihr glaubt, ihr könnt nicht Frauen vererben gegen ihren Willen. So nobody can get married to a woman anymore unless she wants to. Das heißt, keine Frau kann verheiratet werden mit einem Mann, bis sie zustimmt. And a little girl is not considered old enough to make the decision until she can do two things. Und ein Mädchen wird nicht angesehen, dass sie dazu in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, bis sie 2 Sachen kann. One is she has to be old enough to have children. Die eine ist, dass sie alt genug sein muss, um Kinder haben zu können. Otherwise she's not a wife. She's not a mother. She's not a woman eligible for marriage. Dann ist sie keine Ehefrau, dann ist sie keine Mutter, dann ist es nicht eine Frau, die heiratbar ist. The other thing is she has to have the brain power to understand what it's about. If she doesn't catch it, even if she is old enough. Some girls, by the way, are old enough to have a baby at 4 years old and 5 years old. It happens. But they're not considered mature enough mentally to accept it, so Islam would not accept it anyway. Und die zweite Sache ist, dass sie vom Kopf her verstehen muss, genug Verstand haben muss, um sich darauf einlassen zu können. Und es kommt sogar vor, dass Frauen schon mit 4 bis 5 Jahren geburtsfähig wären, aber Islam lässt es nicht zu, dass eine Frau in diesem Alter heiratet, weil sie nicht die geistige Kraft hat zu entscheiden. So in this case, Allah is showing us, Prophet Muhammad ﷺ is the best example for us. Allah said it in Quran. Muhammad ﷺ, he is the best example. Und dadurch zeigt Allah uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das beste aller Beispiele ist. Und er hat auch im Koran erwähnt, dass er eben das beste der Beispiele ist. So we know he married a widow. That was his first wife. She was widowed twice. Und wir wissen davon, dass seine erste Frau eine Witwe war und sie war sogar 2-mal verwitwet. So we can marry a widow. Also wir können eine Witwe heiraten. She was 15 years older than he was. Sie war 15 Jahre älter als er war. She was 40 years old. Sie war 40 Jahre alt. So we know we can marry an older woman. Das heißt, wir können eine ältere Frau heiraten. He also married a woman who was so old, she has no need for sex anymore, if you know what I mean. Er hat sogar eine Frau geheiratet, die gar kein Verlangen mehr nach Geschlechtsverkehr hat. But he took care of her, he was kind to her, he was generous with her, and she was very generous with the people. Aber er hat sie gut behandelt. Er war immer nett zu ihr und er hat sie versorgt. You didn't know that? Wusstet ihr das nicht? But it's in the same books. Und es ist in demselben Buch. Wusstest du das nicht? And it means he had to also marry the youngest possible, and now we know this why the age of Aisha was young, but not as young as you think. Because she's old enough, number one, that she can have babies. And number two, she's mature enough to make the decision herself. Das heißt, hier zeigt er uns die Grenzen auf. Wenn er zeigt, dass es auch möglich ist, eine alte Frau zu heiraten, kann er auch zeigen, wie die jüngste Frau sein kann. Das heißt, er hat eine Frau geheiratet, als sie dazu in der Lage war, Kinder zu gebären und in der Lage war, eigene Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sie war nicht so, wie du es dargestellt hast. Und sie war nicht so jung, wie du gesagt hast. Who offered the marriage? Wer hat die Heirat angeboten? The father. Der Vater. Who rejected the marriage? Wer hat es abgelehnt? Allah. Allah. Because this ayah is clear. And Prophet ﷺ, of course, obeyed the Quran, and he also rejected the marriage until she was older. Das heißt, Allah hat diese Sache gewollt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich natürlich daran gehalten, bis sie älter wurde. But when she was old enough, Aber als sie alt genug war, father offered again, hat der Vater sie wieder angeboten. and they got married. Und sie haben geheiratet. Now wait a minute, they got married. Sie haben geheiratet. This is something a lot of people today don't realize, that you do that first, Viele Leute haben heute nicht verstanden, dass es das ist, was man zuerst macht. before the sex, Vor dem Sex. not after. Nicht danach. And it tells us clearly in these same books, she talks about how happy she was to get married, and how he took good care of her and helped her with many things, and she had fun with him even before they had any sex. Und das
darin zeigt sich dann, wie sie selber berichtet, wie es ihr gefallen hat, mit ihm verheiratet zu sein, wie er sich um sie gesorgt hat, wie nett er zu ihr war, wie er sich um sie gekümmert hat, sogar bevor sie überhaupt Geschlechtsverkehr hatten. She talks about them running and playing together. Sie erzählt davon, wie sie beiden Wettrennen gemacht haben und miteinander gespielt haben. When she was young, she could race him and beat him in the race. Als sie noch jung war, konnte sie schneller laufen als er und hat ihn im Wettrennen besiegt. But when she got older, she was heavy and he beat her in the race. Und als sie älter wurde, wurde sie auch schwerer und er hat sie geschlagen beim Wettlauf. She used to play tricks on him. Sie hat ihm Streiche gespielt. She even got him in trouble with Allah one time. Sie hat ihn sogar einmal in Probleme gebracht mit You Allah. can read about it in the Quran. Du kannst darüber im Koran nachlesen. She's mentioned several times in Quran. Sie ist mehrmals im Koran erwähnt. Now, did you know any of that? No. Wusstest du irgendwas davon? Nein. But what we know also is she loved him so much. Aber wir wissen auch, dass sie ihn so sehr geliebt hat. And he said he loved her so much. Und dass er sie so sehr geliebt hat. He never ever had a girlfriend. Er hatte niemals eine Freundin. Now listen to this. Hört euch das an. She was still a young lady Sie war noch eine junge when Frau. Prophet ﷺ got sick and died. Als der Prophet sallam krank wurde und gestorben ist. But he wanted to be with her. Aber er wollte mit ihr sein. As he was dying, he asked to be placed with her. And he was in her room with her. Und als er dem Sterben nahe war, hat er darum gebeten, dass er in ihrem Zimmer sein kann und bei ihr sterben darf. And she described in detail how she would put the cloth on his face. Und sie beschreibt im Detail, wie sie das Tuch auf sein Gesicht gelegt hat. And cool his face and put it in water and put it on his face. Wie sie sein Gesicht gekühlt hat, dann wieder in Wasser gesteckt hat, den Lappen, und wieder auf sein Gesicht gelegt hat. She even talked how she took the toothstick and cleaned it with her own teeth and made it, so he could use it to clean his teeth, the siwak, miswak. Sie erzählt sogar, wie sie diese Zahnbürste, diesen Siwak genommen hat, in den Mund weich gemacht hat, damit er ihn benutzen kann. He died with his head on her lap. Er starb und sein Kopf war auf ihrem Schoß. And when he died, she never, ever said a bad word about her husband till the day she died. Und nachdem er gestorben ist, hat sie kein einziges schlechtes Wort über ihren Ehemann gesagt, bis sie gestorben ist. Do you know any woman today who can go her whole life and never say a bad word about her husband? Kennt ihr irgendeine einzige Frau, die nicht ein einziges Wort schlecht über ihren Mann gesprochen hat? Or even 1 year? Oder auch nur ein Jahr nicht? 1 month? Einen Monat? 1 week? Eine Woche? How about 20 minutes? Wie wär's mit 20 Minuten? But now he'll laugh. Jetzt lacht ihr. He has to laugh. Er muss lachen. Now what? Was jetzt? Now you give him the big one. Jetzt gibst du ihm den Großen. Because all the time until she died, she never said anything bad. She never had a boyfriend. She only was one of the best scholars of Islam to tell us the good treatment for the women. Und nachdem er gestorben ist, hat sie nie schlecht über ihn gesprochen und hat auch nie einen Freund nach ihm gehabt, sondern wurde eine der größten Gelehrten aller Zeiten und hat gelehrt, wie sich die Frauen richtig zu verhalten haben. She describes her relationship in such details that we do know about their sex because she told us. Und sie hat sogar so detailliert gesprochen, dass wir sogar genau wissen, auf welche Art und Weise die beiden miteinander geschlafen haben, also Geschlechtsverkehr hatten. She was very happy with their life, which is their emotional life, their spiritual life, their economic life, and their physical life. Sie war sehr zufrieden damit, sehr glücklich, wie die beiden ein Leben hatten im Sinne von den Emotionen, von ihren Gefühlen und von ihrem Glauben her, von ihrer wirtschaftlichen Lage und von ihrer körperlichen Seite her. So she has no complaints. She's very happy about her marriage to him. Das heißt, sie hatte überhaupt keine Beschwerden, sie war sehr glücklich über die Heirat mit ihm. And they're condemning the things that we condemn today when we say that people shouldn't have sex and not be married. People shouldn't have sex in their own family. People shouldn't have sex, with girlfriends, boyfriends, things like this. And this is what they're condemning. Und diese Leute verdammen es, wenn man Sex auf eine Art und Weise hat, die nicht gut ist, wie zum Beispiel mit einer Freundin oder mit einer Frau, mit der es nicht erlaubt ist, auf welche Art und Weise auch immer, zum Beispiel innerhalb der Familie Geschlechtsverkehr zu haben und so weiter.
Das alles war damals von diesen Leuten auch schon schlecht angesehen und verdammt. So the question now is, what's the problem? Jetzt ist die Frage, was ist das Problem? The one telling us about it, we only know what she said. Nobody else is talking about age except her. Wo ist jetzt das Problem mit dem Alter, wenn doch kein anderer über das Alter spricht, außer ihr selbst? And she's very happy. Und sie ist sehr glücklich. So what is your problem? Wo ist jetzt dein Problem? Is there something that's happened in your own family that's bothering you? Gibt es da irgendwas in deiner Familie, was dich And you're stört, was trying passiert to ist? transpose this thing over on this situation? Und du willst das übertragen auf die Situation von dem. What is the problem? Wo ist dein Problem? Now, by the way, did you ever hear about the greatest romance story in history? Habt ihr eigentlich jemals über die größte Romanze in der gesamten Menschheitsgeschichte gehört? By William Shakespeare? Von William Shakespeare, Romeo and Juliet? Romeo und Julia. Ah. Ah, You like the story? mögt ihr die? Usually they say, yeah, Meistens sagen sie ja. Romeo and Juliet, love story. Romeo und Julia, Liebesgeschichte. Huh? Well, let's compare that Lass uns doch mal vergleichen. to a man and a woman that loved each other so much that even though there was a difference in their ages, they never thought about anybody else. Und zum Beispiel jetzt, wir fangen an zu vergleichen. Ein Mann und eine Frau, obwohl sie sehr jung war, haben sie nie daran gedacht, jemand anders zu nehmen, jemand anders zu heiraten. That he wanted to die with his head in her lap. Und er will sterben mit seinem Kopf auf ihrem Schoß. And she lived another 40 or 50 years after that Und sie hat noch 40 oder 50 Jahre danach gelebt. and never had any desire to even look at another man. Und sie hatte nicht einmal das Verlangen, nach einem anderen Mann hinterher zu gucken. Because she knows deep down in her heart that's the real man for her. Weil sie wusste ganz tief in ihrem Herzen, das ist der richtige Mann für mich. And she knows he will be in paradise. Und sie wusste, dass er im Paradies sein wird. And she knows she will be in paradise with him, Und sie wusste, dass sie mit ihm im Paradies sein wird. where they will live happily ever after. Woraufhin sie in alle Ewigkeit glücklich leben werden. Now let's go back and look at Romeo and Wir Juliet. gehen zurück und gucken, was Romeo und Julia haben. These were two youngsters, one not even quite a teenager, Zwei junge Leute, nicht mal Teenager, very young. sehr jung. Both of them from two different tribes, Beide von ihnen von verschiedenen Stämmen oder verschiedenen Großfamilien. but the parents didn't want them to get married, Aber die beiden Eltern wollten nicht, dass sie heiraten. didn't want them to even talk to each other. Die wollten nicht mal, dass sie miteinander sprechen. So both of them were disobeying their parents, Beide haben ihren Eltern widersprochen. sneaking around, Schleichen sich rum. playing you know what. Spielen, ihr wisst schon was. You know. Ihr wisst es doch. And one of them pretends to be dead. Und einer von beiden tut dann so, als wäre er tot. What kind of person pretends to be dead? Was für eine Person ist das, die vormacht, dass sie sterben würde? Psychotic. Somebody needs attention. Jemand, der aufmerksam haben will. Also So the other one kills themselves. der andere sieht es und tötet sich selber. And then when that one wakes up, oh my God, and they kill themselves, and now they're both dead. Dann wacht der andere auf, sieht den Toten und tötet sich auch. According to Judaism, Christianity, and Islam, anybody who takes their own life goes to hell. Was Christentum angeht und Judentum und Islam, derjenige, der sich selber umbringt, geht in die Hölle. Now, which of these two stories do you think is a real romance story? Welche von diesen beiden Geschichten ist jetzt die wahre Romanze? Me, I'll take the story of Muhammad and Aisha. You keep your Romeo and Juliet. Ich für meinen Teil nehme die Geschichte von Mohammed und Aisha. Ihr könnt bei Romeo und Julia. Do you see where this story is better than the Romeo and Juliet? Siehst du, wo diese Geschichte besser ist als die Geschichte von Romeo und Julia? As soon as he said yes, Sobald er Ja sagt, do you remember the question I asked you in the beginning? erinnerst du dich an die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe? If you found something that was better Wenn du etwas findest, was besser ist, in what I was saying, was ich gesagt habe, that you'd be ready to leave what you had for dass what we have. du bereit bist, das zu lassen, was du vorher hattest, für das, was wir jetzt haben. Do you believe there's only one God? Glaubst du daran, dass es nur einen Gott gibt? Do you want to do what he wants you to do? Willst du das tun, was er von dir verlangt? Because that's what she said Weil es das ist, was sie gesagt hat, that he said. was er gesagt hat. And they believe there's only one God.
Denn sie haben geglaubt, dass es nur And you einen have Gott to gibt. do God's will on earth Und das- as it is in heaven. Und dass du Gottes Willen auf der Erde machst oder praktizierst, wie er im Himmel ist. Are you ready to do that? Bist du bereit, das zu tun? Now don't say another word. Just wait. Jetzt sag nichts anderes. Warte einfach nur. Yes. Qul ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa wa ashhadu ashhadu an Muhammad anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! You see how it works? I call it. See how it works? Seht ihr, wie es funktioniert? Ich nenne es. You get it? Habt ihr es? I call this Ich nenne das shahada Shahada or oder shut up. Sharaf. Halt deinen Mund. Now, here's the point. This person will either learn about Islam and come closer to Islam, or they will never bother another Muslim again. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Entweder diese Person kommt dadurch dem Islam näher, oder er wird dir nie wieder mit diesen Fragen auf den Geist gehen. We have a website for all of these kinds of attacks. Would you like to know where it is? Wir haben eine Webseite über alle Arten von diesen Fragen. Möchtet ihr gerne wissen, wo es ist? It has the answers to why 4 wives. Es hat die Antwort zu, warum 4 Frauen? How come a woman can't have 4 husbands? Wie kann es sein, dass eine Frau nicht 4 Männer haben? Why do you beat your wives? Warum schlägst du oder warum schlagt ihr eure Frauen? Why are Muslims all terrorists? Warum sind alle Muslime Terroristen? And why do you have to kill all the Jews and Christians? Und warum tötet ihr denn alle Juden und Christen? Why do you have to blow yourself up to get a girlfriend? Warum sprengt ihr euch in die Luft, um eine Freundin zu kriegen? These are the questions. Das sind die Fragen. Would you like the answers? Wollt ihr die Antworten haben? IslamNewsroom.com. 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 Newsroom. Newsroom, yeah. Islam Newsroom. You islamnewsroom.com. got all of that? Yes. Did he get it right? Yes. You sure? We can back up the tape and check it. So, but there's nobody going to guide those people except Allah. So you do your best, give them the message, and then make dua for them. Du kannst diese Leute nicht recht leiten, nur Allah kann sie recht leiten. Aber du kannst ihnen diese Informationen geben und für ihn Dua machen. Now, because we've run totally out of time, there will be no question and answer tonight, but I have a good idea for you. Weil wir schon sowieso längst über die Zeit rüber sind, wird es heute ausnahmsweise keine Fragen und Antworten geben. Aber etwas anderes dafür. We have another website to ask questions. Wir haben eine andere Seite zum Fragen stellen. It has 3 words. You have to remember 3 words and you can find this website. Es hat 3 Wörter. Ihr müsst 3 Wörter lernen, damit ihr diese Website aufrufen könnt. Just, J-U-S-T, Just, J-U-S-T, ask, A-S-K, Ask, A-S-K, Islam, I-S-L-A-M. Islam, I-S-L-A-M. Just ask Islam. Just Ask Islam. Go there and you'll see how you click over on the left side of the page, it will show you what to do, and you submit your question and we will write back to you. Geh dahin, klick links und du wirst dann sehen, welche Fragen es da gibt, oder du schickst selber deine Fragen ab. .com, right? Yeah, this is for English only. If you want German, das ist nur für Englisch. Wenn ihr Deutsch wollt, very easy, ganz einfach, ask him.